Wenn ihr Technik liebt, Wärmebildtechnik, dann seid ihr hier genau richtig auf diesem Kanal. Ihr habt noch 2 Sekunden Zeit für ein Abo? Naja, dann unten links, ihr kennt das ja. Heute haben wir was Neues auf dem Tisch, nämlich das Guide TD650LS. Ihr werdet euch fragen, was ist das Neue an diesem Gerät? Das TD650LS wird mit einem neuen Sensor befeuert. Ich habe euch den schon mal vorgestellt. Hier arbeitet der Apex-Sensor, den wir auch in dem Orion C, also in dem neuen Vorsatzgerät von Guide finden, was aktuell in aller Munde ist. Dieser Prozessor arbeitet auch hier in dem neuen TD650LS. 650 im Produktnamen steht für eine 50 mm Brennweite und einen 640er Sensor. Wir haben hier das TD633, das ist im Prinzip der Vorgänger bzw. das etwas kleinere Modell mit einer 35 mm Brennweite, aber auch schon mit einem 640er Sensor. Das haben wir euch auch schon mal vorgestellt. Ich habe damals schon geschwärmt von dem Gerät, weil es eine echte Einhandbedienung ermöglicht. Das geht mit dem TD650LS genauso. Was ist denn nun Besonderes an diesem neuen Apex-Sensor? Eigentlich ist Apex-Sensor auch gar nicht richtig, denn wir haben hier ein Apex Vision System. Das besteht aus dem neuen hochempfindlichen 15 Millikelvin Sensor, aus einem deutlich schnelleren Prozessor und einem wirklich herausragenden Bildalgorithmus. Diese Kombination aus diesen 3 Elementen macht das Guide 650LS bzw. alle Geräte, die mit den neuen Apex-Sensoren ausgestattet werden, zu einem wirklich bahnbrechenden Bildmonster, was die Abbildungsleistung angeht. Was bedeutet das nun in der Praxis? Naja, mehr Licht pro Pixel, mehr Detailschärfe, schnellere und bessere Berechnungen für unser Auge. Das resultiert einfach in einem beeindruckenden Bild. Schärfer, kontrastreicher, weniger matschig in den Übergängen am Bildkörper. Und der berühmte NETD-Wert von 15 Millikelvin, was bedeutet das? Das bedeutet, das Gerät ist in der Lage, Temperaturunterschiede von 0,015 Grad Celsius voneinander zu unterscheiden und für uns sichtbar zu machen. Und eine gute Thermalauflösung, ein gutes Bild entscheidet darüber, ob wir den Finger gerade lassen oder ob wir getrost einen Schuss antragen können. Solch ein Gerät besteht ja nicht nur aus Elektronik oder elektronischen Komponenten, sondern auch aus Bedienelementen. Und die hat Guide nach meiner Ansicht sehr sinnvoll angeordnet. Wir haben ein linear angeordnetes Bedienungspanel. Alle notwendigen Direktwahltasten sind auf einer Linie so nebeneinander angeordnet, dass tatsächlich die Finger genügend Platz und genügend Möglichkeiten haben, diese Tasten zu erfühlen und auch zu bedienen. Und für mich als passionierter Pirschjäger ist ein Bedienelement von entscheidender Bedeutung. Hier, die Fokuswalze. Das heißt, ich kann das Gerät wirklich in einer Hand behalten und kann das Gerät auf unterschiedliche Entfernungen fokussieren. Und so ist es ja auch bei der Pirsch oder bei anderen jagdlichen Gelegenheiten. Das Wild taucht immer da auf, wo man es gerade nicht vermutet, auf unterschiedlichen Distanzen. Und da ist es halt wichtig, dass du die Distanz fokussieren kannst, da scharf stellen kannst, wo sich das Wild gerade befindet und dafür nicht beide Hände benötigst. Kleines, aber wichtiges Detail. Der An- und Austaster ist nicht ein Element der Bedienphalanx, sondern er ist separat angeordnet, so dass ich während der Nutzung nicht versehentlich auf den An- und Ausknopf komme und ja, mir dann unter Umständen ein wichtiger Moment entgeht, weil ich die falsche Taste verwendet habe. Ganz kurz zu der Tastenbelegung, die man in der Direktwahl hat. Ganz vorne haben wir die Taste für Foto-Video, dann haben wir die Taste für den digitalen Zoom, dann haben wir die Menütaste. Wenn wir sie kurz drücken, gehen wir durch die Farbpaletten. Wenn wir sie länger drücken, kommen wir ins Menü und zum Schluss kommt die Taste für den Laserentfernungsmesser. Und wenn ihr auch so Blindfüchse seid wie ich, dann habt ihr hier hinten die Möglichkeit, das Bild für euch scharf zu stellen, eure Dioptrien scharf zu stellen und ja, mit dem Fokusrad zusammen das Bild zu fokussieren. Im Gesamtergebnis eine echte Einhandbedienung, keine Fummelei, kein Hin- und Herruckeln, keine beidhändige Bedienung, sondern wirklich so, wie es sein muss. Ein gutes Werkzeug muss einfach zu bedienen sein.
Apropos einfach, das Einfache hat Erfolg. Auch das TD650 LS verfügt über einen 18650 Akku, den ihr überall erwerben könnt. Es sind 2 Stück im Lieferumfang mit dem entsprechenden Ladegerät dabei. Mich beruhigt das immer, denn ich brauche auf keinen Akku von dem Hersteller zurückgreifen, den ich vielleicht nicht erwerben kann, weil er gerade nicht verfügbar ist oder wo die Nachversorgung kompliziert ist. Diesen 18650 Akku bekomme ich sprichwörtlich an jeder Ecke zu kaufen und kann ihn hier einsetzen und verwenden. Und auch der Wechsel ist sehr einfach. Diese Klappe hier für den Batteriebehälter, die ist federnd gelagert. Das heißt, selbst wenn der Akku nicht drin ist, dann kann die Klappe leicht geöffnet werden. Und wenn es darauf ankommt, auch leise wieder verschlossen werden. Auch den Objektivdeckel hat Guide ein wenig verbessert. Er wird jetzt wieder mechanisch geschlossen. Das sorgt dafür, dass der Objektivdeckel verschlossen bleibt, wenn er verschlossen bleiben soll. Auch ein wichtiges Detail, Guide ist bei seinen metallenen Halteösen geblieben. 4 Stück, also 2 links, 2 rechts, damit man einerseits diese Handschlaufe verwenden kann, aber sie haben jetzt auch einen Halsgurt dabei gelegt. Das klingt erstmal selbstverständlich, aber wir haben hier einen kleinen Trick. Guide hat einen Halsgurt gewählt, der diesen kleinen Schnellverschluss hat, diesen kleinen Konnektor. Den kann ich also dauerhaft am Gerät belassen, habe aber die Möglichkeit, sehr, sehr schnell den Halsgurt zu verwenden. Das Ding kennen wir so ein bisschen aus der Fotografie. Viele Kameras haben das auch, meine im Übrigen genauso. Und ja, ich finde das ein sehr, sehr praktisches kleines Detail. Auch ein kleines Detail, ich habe ehrlich gesagt darauf gewartet, eine Tasche, jawohl, eine vernünftige, robuste, leise zu öffnende und zu schließende, von innen weich ausgeschlagene, mit Molleverbindung ausgestattete, robuste Tasche, die auch so, wie sie ist, Platz in deinem Jagdrucksack findet. Hier an der Seite noch so ein bisschen Spandex. Da finden Ersatzakkus auch ihren Platz. Was haben wir vergessen? Jawohl, den Laserentfernungsmesser. Ja, der geht bis zu 1200 Meter unter optimalen Bedingungen. Das sieht nicht wirklich urselig aus hier vorne. Das ist einfach die Schutzfolie. Kennt ihr das? Ich mag das irgendwie, dass die Schutzfolien immer so lange drauf bleiben wie möglich, damit das Gerät auch lange neu aussieht. Aber naja, vielleicht mache ich sie nachher nochmal ab. Zu dem Laserentfernungsmesser bleibt zu sagen, auch hier habt ihr die Möglichkeit, eine kontinuierliche Messung zu machen. Ihr könnt sogar das Intervall einstellen, 10 Sekunden, 20 Sekunden, 30 Sekunden oder eine Einzelmessung. Ich persönlich bevorzuge eine Intervallmessung über mehrere Sekunden, weil ich kann das gar nicht so ruhig halten, dass ich dann wirklich beim ersten Mal schon treffe. Da lasse ich den Laser so ein bisschen pulsen und irgendwann, das ist ein realistischer Wert, dann habe ich meine Entfernung. Kleiner Praxistipp. Jetzt haben wir ganz viel über Hardware und Eigenschaften gesprochen, aber ich weiß, was ihr wollt. Ihr wollt Revieraufnahmen sehen, ihr wollt Aufnahmen aus der Praxis sehen und die zeige ich euch jetzt. Gleich zu Beginn unserer Pirsch begegneten wir dieser hochträchtigen Ricke. Bereits auf den ersten Blick lässt sich ihr Zustand deutlich ablesen. Der Weidling zeigt eine stark ausgeprägte Wölbung am Bauch und im Bereich der Spinne zeichnet sich im Wärmebild eine sehr intensive Wärmequelle ab. Ein sicheres Zeichen dafür, dass dieses Stück in absehbarer Zeit Kitze setzen wird. Diese Situation bietet zugleich eine gute Gelegenheit, die verschiedenen Farbmodi des Wärmebildgerätes miteinander zu vergleichen. Im Modus Weiß-Heiß lässt sich die intensive Wärmestrahlung entlang der Bauchlinie des Stückes besonders klar erkennen. Im Modus Schwarz-Heiß hingegen tritt diese Wärmequelle deutlich in den Hintergrund und ist schwerer auszumachen. Die Modi Grün-Heiß und Sepia liefern ein differenzierteres Bild. Hier zeichnet sich die warme Bauchdecke wieder merklich besser ab und gibt dem Jäger eine gute Grundlage zur Beurteilung des Stückes. Das TD650 LS bietet dabei eine praktische Funktion. Im Menü lassen sich die Farbmodi individuell vorauswählen und nicht benötigte Modi werden einfach deaktiviert. So hat man auf der Direktwahltaste ausschließlich jene Modi verfügbar, die man im Revier tatsächlich nutzen möchte. In diesem Fall Weiß-Heiß, Schwarz-Heiß, Grün-Heiß und Sepia.
Wenig später zeigt sich bei dieser Ricke, dass sie ihre Geburtsarbeit bereits geleistet hat. Sie hat 2 wunderschöne Kitze gesetzt. Auch das lässt sich am Gebäude der Ricke eindeutig ablesen. Die Bauchlinie zieht sich wieder straff nach oben hin zu den Keulen. Ein wahrhaft stimmungsvolles Bild bietet sich hier. Die Ricke, kaum beeindruckt, sichert in unsere Richtung, während ihre beiden Kitze ihr zur Seite stehen. Doch ein kleiner Frechdachs lässt es sich nicht nehmen, noch einmal an der Mutter nach Milch zu betteln. Dabei wird er von ihr bestimmt, aber unmissverständlich in seine Schranken gewiesen. Dieses Stück springt ab und verhofft in einiger Entfernung, was uns die Gelegenheit gibt, den Laser-Entfernungsmesser zu testen. Ich habe in den Voreinstellungen vergessen, die Anzeige für die wahre Horizontalentfernung auszuschalten, also True Horizontal Distance, die uns jedoch hier im Flachland wenig nutzt. Wenig später begegneten wir noch einem jungen Bock, der offenbar in Gesellschaft seiner Schwester durch das Revier zog. Diese Situation bot eine eindrucksvolle Gelegenheit, die Sensorempfindlichkeit des TD650LS unter Beweis zu stellen. Selbst das Gehirn des Bockes, das nach dem Fegen bekanntlich nicht mehr durchblutet wird und demnach kaum Eigenwärme abstrahlt, wird vom Gerät noch klar und deutlich dargestellt. Doch das eigentlich Bemerkenswerte zeigt sich erst, wenn der Bock mehr Abstand gewinnt. Auch auf zunehmende Entfernung hin bleibt das noch schwach entwickelte Gehirn des jungen Bockes im Wärmebild sehr gut erkennbar. Das zeugt von der außergewöhnlichen Bildqualität und der hohen Sensorempfindlichkeit, die das TD650LS selbst unter anspruchsvollen Bedingungen im Revier zuverlässig liefert. Ein ganz kurzes Intermezzo zum Sehfeld. Oben das TD650LS zeigt mit der 50 mm Brennweite ein Sehfeld von gut 15 Metern, wohingegen das TD633L mit einer 35 mm Brennweite ein Sehfeld von 22 Metern aufweist. An den Aufnahmen kann man im Übrigen auch sehr schön sehen, welche Auswirkungen das Apex Vision System auf das Bild hat. Das verwendete TD633L ist noch nicht mit der Apex Vision ausgestattet. Das Bild ist durchaus gut, aber im direkten Vergleich ist das TD650LS in der gesamten Bildkomposition sehr viel deutlicher, detailreicher und schärfer. Den Abschluss unseres Pirschganges bildete eine spannende Begegnung. Eine Rotte Saun war damit beschäftigt, nach den letzten Eicheln des Vorjahres zu suchen. Dem Gebäude nach dürfte es sich bei dieser Rotte um Überläufer handeln. Alle Stücke sind nahezu gleich groß und sowohl das noch juvenil wirkende Gebäude als auch das hohe Geläuf festigen diese Vermutung. Besonders bemerkenswert ist, dass wir uns auf knapp 100 Meter Entfernung befanden und dennoch feine Einzelheiten in der Schwarte der Stücke klar erkennen konnten. Das Ansprechen nach dem Geschlecht gestaltet sich bei solch jungen Stücken allerdings nicht immer ganz einfach. Weder die Bürste am Pinsel der Keilerchen noch der markante Knick zu den Keulen haben sich zu diesem Zeitpunkt bereits deutlich ausgeprägt. Mit diesen eindrucksvollen Bildern, die uns das TD650LS geliefert hat, überlassen wir nun dieser Rotte die Nacht und betten uns selbst zur Ruhe. Also, was ist am Ende des Tages das Guide TD650LS 3.0? Für mich durch die Möglichkeit einer echten Einhandbedienung, durch ein durchdachtes und sehr, sehr einfaches Batteriekonzept sowie durch das einfach unfassbare Bild eines der aktuell spannendsten Geräte auf dem Markt. Vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, im Vergleich auch zu den Mitbewerbern, zu welchem Preis das Gerät angeboten wird. Der Apex Vision Sensor bzw. das Apex Vision System ist kein Marketing-Gag, sondern es verspricht einen wirklichen Sprung in der Bildqualität, in der Bildleistung. Und das ist ja das, was wir als Jäger wollen. Nicht zuletzt die Bauform. Ich habe nicht so große Hände. Ich kann das Gerät sehr, sehr bequem in einer Hand halten und dabei mit meinen Fingern die Tasten bedienen, ohne dass ich da Schwierigkeiten bekomme. Also es ist wirklich ein Handschmeichler, das geht ganz gut. Wir haben noch bei Hikmicro beispielsweise das Condor, das hat ein ähnliches Format und das erfreut sich ja auch großer Beliebtheit, weil es gut in der Hand liegt. Kleine Kritikpunkte gibt es immer, nichts ist perfekt. Ich hätte mir einen etwas sanfteren Übergang von Gehäuse zu Objektiv gewünscht, aber es ist wahrscheinlich Form follows Function. Das heißt, die Ingenieure hatten keine andere Möglichkeit, als das Design so zu wählen, um das Objektiv für die 50 mm Brennweite hier unterbringen zu können.
Über den Sehfeldunterschied in der Praxis haben wir gesprochen. Was ist der Unterschied zwischen einer 50 mm Brennweite und einer 35 mm Brennweite? Und darin gipfelt ja auch die Entscheidung. Ne? Wie jage ich? Ne? Bin ich eher im Felde unterwegs? Brauche ich also größere Entfernungen, die ich abdecken möchte? Oder bin ich eher ein Jäger, der auf kürzere Distanzen im Wald oder an der Kirrung oder in der Pirschjagd, naja, da ist so eine 35 mm Brennweite vielleicht die bessere Wahl. Ist immer eine Sehfeldentscheidung. 15 Meter zu 22 Metern. Das TD650 LS hat natürlich eine komplette Multimedia-Anbindung. Fotos, Videos und auch Ton können mit dem Gerät aufgezeichnet, über die App wiedergegeben oder via USB-C-Kabel auf den Computer übertragen werden. Unterm Strich eine klare Empfehlung. Wenn du also ein leistungsfähiges, bildgewaltiges 50 mm Brennweiten ausgerüstetes Wärmebild-Handgerät suchst mit nachhaltiger Akkubestückung 18650, echter Einhandbedienung, einem durchdachten Bedienkonzept, naja, dann schau dir das TD650 LS mal genauer an. Vielleicht ist das ja was für dich. Und wenn dir dieses Video geholfen hat, naja, abonniere doch den Kanal, Glöckchen läuten, Daumen hoch, du weißt, was ich meine. Dann verpasst du auch das nächste Video nicht. Bis dahin wünsche ich dir ja alles Liebe, Gesundheit und vor allen Dingen immer Weidmanns Heil.